Manchmal fürchten wir die großen Gefahren. Schwere Krankheiten, Unfälle, erschütternde Diagnosen. Wir denken, dass genau das unsere Lebenszeit verkürzt. Doch die Wahrheit ist viel leiser. Die eigentliche Gefahr steckt oft in den kleinen Dingen, in Gewohnheiten, die wir so lange mit uns tragen, dass wir sie nicht mehr bemerken. Sie machen keinen Lärm. Sie drängen sich nicht auf. Und doch nehmen sie uns jeden Tag ein Stück Lebenskraft, Klarheit, Leichtigkeit und Zeit. In diesem Video geht es um 8 solcher Gewohnheiten. Auf den ersten Blick harmlos, fast unscheinbar. Doch genau sie zerstören uns. Nicht plötzlich, sondern schleichend. Manche werden Ihnen bekannt vorkommen, andere werden Sie überraschen. Und die wichtigste unter ihnen ist vermutlich die unerwartetste. Sie hat nichts mit Ernährung, Bewegung oder Schlaf zu tun. Man kann sie nicht messen, aber man kann spüren, wie sie uns verändert. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, denn dies ist keine bloße Aufzählung. Ich zeige Ihnen, wie diese Gewohnheiten Körper, Geist und Beziehungen beeinflussen. Und vor allem, was Sie ab heute tun können, um die Richtung zu ändern. Wenn Sie das Gefühl kennen, sich eigentlich richtig zu verhalten und sich trotzdem nicht lebendig fühlen, dann ist dieses Video für Sie. Es wird Ihnen eine neue Perspektive schenken. Denn manchmal reicht es, das zu erkennen, was bisher zu leise war, um gehört zu werden. Unterdrückte Gefühle, die stille Kraft, die von innen zerstört. Von klein auf lernten wir: Reiß dich zusammen. Nicht weinen, nicht wütend sein, stark bleiben. Besonders bei Männern war das Gesetz. Gefühle zeigen ist Schwäche. Doch das, was wir verdrängen, verschwindet nicht. Es sammelt sich tief im Innern. Unterdrückte Emotionen schreien nicht. Sie schlagen keine Türen zu. Sie setzen sich leise fest, im Körper, im Atem, im Herzschlag. Sie bringen den Schlaf durcheinander, treiben den Blutdruck in die Höhe, blockieren die Regeneration. Und das alles, ohne dass wir es merken. Denn der Zerfall ist langsam, unsichtbar, still. Wut, die nie ausgesprochen wurde. Trauer, die keinen Platz fand. Angst, die mit einem Lächeln überdeckt wurde. Diese Gefühle verschwinden nicht. Sie bleiben und sie nagen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich erinnere mich an Bernd, 81 Jahre alt. Nach über 50 gemeinsamen Jahren verlor er seine Frau. Er vergoss keine Träne. Er sagte nur: Ich komme klar. Doch schon nach wenigen Monaten klagte er über Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Magenprobleme. Die Ärzte fanden nichts Ernstes. Erst als seine Tochter ihn sanft überredete, eine Trauergruppe im Gemeindezentrum zu besuchen, geschah etwas. Dort hörte er sich zum ersten Mal sagen: Ich vermisse sie jeden Tag. Später sagte er mir: Ich wusste nicht, wie viel ich in mir trug, bis ich es laut ausgesprochen habe. Und das gilt nicht nur für Trauer, sondern für den Alltag. Wenn Sie schweigen, obwohl Sie etwas verletzt hat. Wenn Sie freundlich tun, obwohl Sie Angst haben. Wenn Sie Schuldgefühle oder Reue verdrängen, statt ihnen Raum zu geben. Das alles belastet Ihr Nervensystem. Und es wirkt auf Schlaf, Verdauung, Selbstheilungskräfte. Unterdrückte Emotionen führen zu innerem Alarmzustand. Und dieser Zustand verhindert Ruhe, Erholung, Heilung. Doch es gibt eine gute Nachricht: Ehrlichkeit heilt. Niemand muss sein Leben zur Therapie machen. Aber jeder braucht einen Ort, an dem er menschlich sein darf. Ein Gespräch mit jemandem, dem man vertraut. Ein paar Zeilen im Tagebuch. Ein Spaziergang, bei dem man den Kloß im Hals endlich zulässt. 10 Minuten echte Verbindung mit sich selbst können mehr bewirken als ein ganzer Tag im Autopilotmodus. Oft denken wir: Wenn ich das zulasse, überrollt es mich. Aber meistens passiert das Gegenteil. Wenn Gefühle ausgesprochen werden, verlieren sie ihre Macht. Je mehr sie sich selbst erlauben, ganz zu sein, desto mehr Kraft gewinnen sie zurück. Denn Gefühle zu zeigen ist keine Schwäche, es ist Reife. Und genau diese Reife schützt ihre Gesundheit und verlängert ihr Leben. Einsamkeit und verlorene Verbindungen.
die leise Kraft, die Jahre nimmt. Einsamkeit schreit nicht, sie flüstert. Manchmal hört man sie gar nicht, weil sie nicht laut wird, sondern einfach bleibt. Sie versteckt sich im Alltag, zwischen dem Einkauf, dem Nicken im Treppenhaus, dem Satz »Mir geht's gut«. Und doch ist sie da. Und sie ist gefährlich, leiser als eine Krankheit, aber ebenso zerstörerisch. Die Wissenschaft sagt heute klar, chronische Einsamkeit ist so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Sie schwächt das Immunsystem, erhöht den Blutdruck, fördert Entzündungen, beschleunigt den geistigen Abbau. Und das Gemeine daran, man muss nicht allein leben, um sich einsam zu fühlen. Es reicht, sich nicht gesehen zu fühlen, nicht gehört, nicht gemeint. Ich denke an Gisela, 77 Jahre alt. Sie hatte Familie in der Nähe, Nachbarn, die grüßten. Aber sie sagte mir einmal, alle denken, ich habe ein gutes Leben. Aber niemand weiß, wie meine Tage wirklich aussehen. Sie ging einkaufen, lächelte, aber es blieb oberflächlich. Sie wollte niemandem zur Last fallen. Erst als sie sich einer kleinen ehrenamtlichen Gruppe anschloss, einmal die Woche, ganz ohne Verpflichtung, spürte sie, was ihr gefehlt hatte. Ein Ort, an dem sie einfach sie selbst sein durfte. Nicht nur höflich, sondern echt. Sie begann wieder zu lachen. Sie schlief besser. Sie hatte wieder Energie. Wir brauchen keine 10 Freunde. Manchmal reicht ein echter Kontakt. Ein Mensch, der zuhört. Ein Mensch, der fragt, wie geht's dir wirklich? Ein Mensch, der da ist, ohne Maske. Wenn Sie merken, dass sich Ihre Welt langsam zurückzieht, warten Sie nicht. Schreiben Sie jemandem, rufen Sie an, gehen Sie zu einem Treffen, das Sie interessiert, auch wenn es ungewohnt ist. Verbindung ist keine Kleinigkeit, sie ist Medizin. Gegen Müdigkeit, gegen das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Gegen dieses leise Verblassen im Alltag. Denn jedes Gespräch, das Sie führen, jedes Lächeln, das Sie teilen, ist nicht nur ein Moment der Nähe, sondern ein Beitrag zu Ihrer Gesundheit. Es ist nie zu spät, den Kreis wieder zu schließen. Und der Lohn ist nicht nur ein schöner Tag. Es sind mehr Tage, mehr Leben, mehr Sie. Spätes Zu-Bett-Gehen, die stille Gewohnheit, die Erholung raubt. Wir alle wissen, Schlaf ist wichtig. Aber wie oft behandeln wir ihn auch so? Heute etwas später ins Bett, weil der Film noch lief. Morgen wieder. Das Telefonat dauerte länger. Dann noch nur kurz die Nachrichten auf dem Tablet. Es wirkt harmlos. Doch das Muster entsteht leise. Und genau dieses Muster bringt unseren inneren Kompass aus dem Takt. Denn Schlaf ist nicht nur Ausruhen. Er ist Heilung. Erholung auf Zellebene. Und der Körper braucht dazu Zeit. Und Dunkelheit. Wenn wir regelmäßig spät schlafen gehen, verlieren wir die wertvollsten Stunden der Nacht, die frühen, tiefen Schlafphasen. In diesen Phasen repariert sich der Körper. Das Immunsystem wird gestärkt, der Stoffwechsel reguliert, das Gehirn gereinigt. Ich erinnere mich an Klaus, 74 Jahre alt. Er sagte gern, ich schlafe später, ich habe ja keine Termine mehr. Er blieb oft bis nach Mitternacht wach, las Artikel, spielte Online-Karten. Und mit der Zeit veränderte sich etwas. Er wurde anfälliger für Infekte, sein Herz machte Probleme, die Konzentration ließ nach. Als der Arzt ihn fragte, wann er ins Bett gehe, wurde ihm zum ersten Mal klar. Ich dachte, das macht keinen Unterschied, bis ich merkte, doch tut es. Denn schlechter Schlaf zeigt sich nicht nur in Müdigkeit. Er wirkt auf das Denken, das Reagieren, das Gleichgewicht, körperlich und seelisch. Aber Sie müssen nicht alles auf einmal ändern. Fangen Sie klein an. Gehen Sie 15 Minuten früher ins Bett. Schalten Sie Bildschirme 1 Stunde vor dem Schlafen aus. Dimmen Sie das Licht. Lassen Sie den Abend ruhiger ausklingen. Der Körper will schlafen. Er ist darauf programmiert. Sie müssen ihm nur die Möglichkeit geben. Und dann geschieht etwas Erstaunliches. Die Energie kommt zurück. Die Stimmung wird stabiler. Und das Leben fühlt sich leichter an.
Früher schlafen gehen heißt nicht, Zeit zu verlieren, sondern Zeit zurückzugewinnen. Denn jede Nacht ist eine Chance. Eine Chance, neu zu beginnen. Mit Kraft, mit Klarheit, mit Ihnen. Übersprungene Vorsorge. Das trügerische Gefühl von Sicherheit. Wenn ich nichts spüre, ist alles in Ordnung. So denken viele, besonders im Alter. Ich bin doch gut durchs Leben gekommen. Wozu jetzt noch zum Arzt? Aber genau darin liegt die Gefahr. Der Körper verändert sich, nicht immer sichtbar, nicht immer laut, aber stetig. Und das Problem beginnt oft lange, bevor man etwas merkt. Viele sagen, ich gehe erst zum Arzt, wenn etwas richtig wehtut. Oder, die finden doch eh nichts. Aber Vorsorge ist kein Luxus. Sie ist ein Fenster und es bleibt nicht ewig offen. Denn wenn Sie etwas spüren, kann es sein, dass es längst fortgeschritten ist. Nach dem 60. Lebensjahr verändert sich der Körper schneller als früher. Der Blutdruck steigt leichter, die Knochen werden fragiler. Das Risiko für stille Krankheiten wie Diabetes, Herzrhythmusstörungen oder bestimmte Krebsarten nimmt zu. Und viele dieser Erkrankungen sind gut behandelbar, wenn man sie früh erkennt. Ich denke an Helmut, 76 Jahre alt. Er war stolz darauf, seit Jahren nicht mehr beim Arzt gewesen zu sein. Ich gehe nur hin, wenn's wirklich brennt, sagte er. Dann brach er beim Spazierengehen plötzlich zusammen. Die Diagnose: unentdeckter Diabetes, gefährlich niedriger Blutdruck. Behandelbar, ja, aber der Weg zurück war mühsam. Er sagte später, wäre ich ein Jahr früher gegangen, ich hätte meiner Familie viel Angst erspart. Vorsorge heißt nicht, ständig zu kontrollieren, sondern aufmerksam zu sein. Eine Blutuntersuchung kann beruhigen. Ein kurzer Herzcheck Risiken zeigen. Ein einfacher Augenarztbesuch Stürze verhindern. Diese Termine sind keine Überreaktion. Sie sind Selbstfürsorge und sie sind ein Zeichen. Ich nehme mein Leben ernst. Ich denke an meine Zukunft und an die Menschen, die mich brauchen. Denn wer für sich sorgt, sorgt auch für andere. Warten Sie nicht, bis etwas wehtut. Krankheit ist oft still. Doch auch Gesundheit beginnt in der Stille. Bei einem Termin, einer Frage, einem Scan. Vorsorge ist kein Zeichen von Angst. Sie ist ein Akt von Klarheit, Verantwortung und Liebe. Bewegungsmangel. Die langsame Erosion trotz guter Laune. Wenn es um Gesundheit geht, denken viele zuerst an Sport. Spazieren gehen, Gymnastik, Schwimmen, alles gut und wichtig. Doch es gibt einen stillen Gegner, über den kaum jemand spricht: zu langes Sitzen. Selbst wer sich täglich bewegt, kann davon betroffen sein. Denn ein Spaziergang am Morgen macht die restlichen 23 Stunden nicht ungeschehen. Und genau dort geschieht der Schaden. Leise, regelmäßig, unterschätzt. Der menschliche Körper ist für Bewegung gemacht, nicht für Stillstand. Wenn wir zu lange sitzen, geschieht mehr, als wir denken. Die Durchblutung wird langsamer, der Stoffwechsel fährt runter. Die Gelenke verlieren an Elastizität und sogar die Denkleistung lässt nach. Ich erinnere mich an Dieter, 79 Jahre alt. Er ging jeden Tag eine Runde ums Haus, pünktlich, verlässlich. Doch den Rest des Tages saß er in seinem Sessel. Nachrichten, Kartenspiel, Nickerchen. Er fühlte sich fleißig, immerhin ging er ja spazieren. Aber nach und nach schwollen die Beine. Der Blutzucker stieg, die Kraft schwand. Sein Arzt sagte nur einen Satz: Es geht nicht nur um den einen Spaziergang, es geht um die anderen Stunden. Denn auch die Stunden im Sitzen hinterlassen Spuren. Bewegung muss kein Sport sein, sie kann leicht sein, klein, aber regelmäßig. Jede Stunde kurz aufstehen, die Arme strecken, die Beine ausschütteln. Nach dem Essen ein paar Schritte gehen. Während des Fernsehens in den Werbepausen stehen. Am Spülbecken Wadenheben machen. Es geht nicht um Leistung, es geht um Wachheit im Körper. Um Durchblutung, Stoffwechsel, Vitalität.
Fragen Sie sich ehrlich, gibt es einen Lieblingssessel, der zur Falle geworden ist? Wie viel Zeit verbringen Sie wirklich im Sitzen? Lösung: Sichtbarkeit schaffen. Ein Zettel mit Bewegen an der Wand. Ein Wecker, der jede Stunde kurz erinnert. Ein Ritual, nach jeder Mahlzeit. 3 Minuten Aktivität. Bewegung ist keine Frage des Alters. Sie ist eine Entscheidung und sie beginnt im Kleinen. Denn jeder Schritt, den Sie tun, jedes Aufstehen, das Sie sich erlauben, ist nicht nur gut für den Kreislauf. Es ist eine Entscheidung für das Leben, nicht in Jahren, sondern in Qualität. Unbewusstes Essen, wenn der Körper den Kontakt verliert. Früher war eine Mahlzeit ein Moment. Man setzte sich, nahm sich Zeit, genoss den Duft, den Geschmack, manchmal im Gespräch, manchmal in Stille. Heute ist das anders. Essen geschieht nebenbei, zwischen 2 Terminen, mit dem Handy in der Hand oder während der Fernseher läuft. Und genau das ist der Punkt. Nicht was wir essen, ist das größte Problem, sondern wie. Denn wenn wir essen, ohne dabei wirklich anwesend zu sein, verliert der Körper die Orientierung. Wir kauen schneller, schlucken Luft, spüren Sättigung zu spät. Wir merken nicht, wie viel wir essen. Und oft essen wir gar nicht aus Hunger, sondern aus Gewohnheit, Langeweile oder Reizüberflutung. Ich erinnere mich an Ingrid, 73 Jahre alt. Sie aß selten Süßigkeiten, mied Fastfood, kochte selbst. Und trotzdem nahm sie in 2 Jahren fast 10 Kilo zu. Was war passiert? Sie hatte sich angewöhnt, jede Mahlzeit vor dem Fernseher zu essen. »Ich weiß oft gar nicht, wann mein Teller leer ist«, sagte sie. Als sie anfing, wieder am Tisch zu essen, ohne Bildschirm, mit Besteck in der Hand, mit Blick auf ihr Essen, veränderte sich alles. Sie aß langsamer, spürte schneller Sättigung und verlor Gewicht. Ohne Diät. Das nennt man achtsames Essen. Es ist keine Mode. Es ist eine Rückkehr zum Kontakt, zum Spüren, zum Respekt vor dem, was wir dem Körper geben. Was hilft? Setzen Sie sich an den Tisch, ganz bewusst. Schauen Sie sich Ihr Essen an. Riechen Sie daran, kauen Sie bewusst. Legen Sie zwischendurch das Besteck ab. Fragen Sie sich, bin ich noch hungrig? Das klingt banal, aber der Effekt ist erstaunlich. Verdauung verbessert sich, die Energie steigt. Das Essen bekommt wieder Bedeutung, nicht nur als Brennstoff, sondern als Fürsorge. Und noch etwas geschieht. Wenn Sie sich selbst diese Aufmerksamkeit schenken, spürt Ihr Inneres. Ich bin es wert. Denn wie wir essen, sagt viel darüber aus, wie wir mit uns selbst umgehen. Und je bewusster dieser Umgang ist, desto klarer, stabiler und gesünder wird der Alltag. Dauerlärm, die unterschätzte Reizüberflutung. Lärm ist nicht immer laut, er kann leise sein, dauerhaft. Ein laufender Fernseher im Hintergrund, Straßenverkehr vor dem Fenster, der Kühlschrank, das Radio, das Brummen des Computers. Manchmal merkt man ihn gar nicht, weil man sich daran gewöhnt hat. Aber der Körper hört alles und das Gehirn reagiert, auch wenn wir es nicht bemerken. Dauerhafter Lärm hält das Nervensystem in Bereitschaft. Der Puls bleibt erhöht, der Blutdruck steigt, der Schlaf wird leichter und die Erholung bleibt aus. Diese stille Anspannung summiert sich und sie kann zu innerer Unruhe führen, zu Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, sogar zu Herzproblemen. Das Tückische daran? Wir halten es für normal. Ich denke an Samuel, 78 Jahre alt. Er ließ den Fernseher von morgens bis abends laufen. Damit es nicht so still ist dort, sagte er. Aber er fühlte sich oft angespannt, schlief schlecht, hatte Kopfschmerzen. Eines Abends fiel der Strom aus. Und er sagte später, zum ersten Mal seit Jahren war es in meinem Kopf ruhig. Seitdem ließ er den Fernseher tagsüber öfter aus. Er schlief besser, sein Blutdruck sank und er begann wieder zu lesen. Mit Freude. Lärm muss nicht laut sein, um zu schaden. Es reicht, wenn er nie aufhört. Deshalb ist Stille kein Luxus. Sie ist notwendig. Nicht nur nachts im Schlaf, auch tagsüber, bewusst.
Ohne Radio, ohne Fernseher, ohne Hintergrundgeräusche. Ein Moment, in dem der Körper spüren darf: Ich bin sicher. Ich darf loslassen. Versuchen Sie es. 1 Stunde Stille am Tag. Kein Handy, kein Bildschirm. Vielleicht ein Spaziergang ohne Kopfhörer. Oder einfach am Fenster sitzen. Mit dem Klang von Wind, Vogelstimmen, dem eigenen Atem. In diesen Momenten entspannt sich das Nervensystem. Der Körper atmet auf. Die Gedanken klären sich. Und ganz langsam entsteht wieder Raum. Für Ruhe, für Schlaf, für Gesundheit. Stille ist keine Leere. Sie ist eine Rückkehr. Zu sich. Licht in der Nacht, wenn der Schlafrhythmus leise zerbricht. Viele Menschen schlafen mit einem Nachtlicht. Manche lassen den Fernseher an, bis die Augen zufallen. Andere lassen eine Lampe brennen. Für alle Fälle. Es wirkt harmlos. Aber jede dieser kleinen Lichtquellen sendet ein klares Signal. Es ist noch nicht Nacht. Unser Körper folgt einem inneren Takt, einem Rhythmus aus Licht und Dunkelheit. Und dieser Rhythmus entscheidet, wann wir schlafen, heilen, regenerieren. Wenn wir diesen Takt stören, etwa durch künstliches Licht am Abend, gerät unser ganzes System durcheinander. Die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon, wird gehemmt. Der Körper bleibt wach und der Schlaf bleibt oberflächlich, unvollständig. Auf Dauer hat das Folgen: Der Stoffwechsel verlangsamt sich, die Abwehrkräfte schwinden. Das Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes und sogar Krebs steigt, nicht wegen des Lichts selbst, sondern weil der Körper nicht mehr weiß, wann er zur Ruhe kommen darf. Ich erinnere mich an Helga, 80 Jahre alt. Sie kämpfte seit über 10 Jahren mit Schlafstörungen. Sie dachte, das sei ebenso im Alter, bis sie bei einem Gesundheitsvortrag hörte, wie wichtig Dunkelheit für den Schlaf ist. Sie stellte ihre Lampen auf warmes, gedimmtes Licht um, schaltete den Fernseher früher aus und ließ ihr Schlafzimmer vollständig abdunkeln. Nach 2 Wochen sagte sie: Ich wusste nicht, wie müde ich war, bis ich endlich wieder geschlafen habe. Der Schlaf beginnt nicht im Bett, er beginnt vorher, mit den Signalen, die der Körper bekommt. Wenn das Auge Licht sieht, denkt das Gehirn: Noch nicht Zeit zum Schlafen. Und die ganze Biologie wartet vergeblich auf Dunkelheit. Was hilft? Dimmen Sie das Licht 1 Stunde vor dem Schlafen. Verwenden Sie warmes gelbes oder rötliches Licht. Vermeiden Sie Bildschirme oder nutzen Sie Blaulichtfilter. Decken Sie blinkende Anzeigen ab. Wenn Sie ein Nachtlicht brauchen, lieber rot oder Bernsteinfarben statt weiß oder blau. Dunkelheit ist keine Bedrohung. Sie ist Heilung. Ein stiller Raum, in dem der Körper endlich abschalten darf. In dem sich Hormone regulieren, Zellen reparieren, das Herz zur Ruhe kommt. Je besser Ihr Schlafrhythmus, desto besser Ihr Tag. Desto stärker Ihr Immunsystem. Desto klarer Ihr Geist. Und manchmal ist der größte Schritt zu mehr Leben so einfach wie Licht aus. Es ist Zeit, sich die Zeit zurückzuholen. Jetzt, da Sie bis zum Ende dabei geblieben sind, halten Sie einen Moment inne. Schauen Sie zurück auf das, was Sie gehört haben. Welche dieser Gewohnheiten kennen Sie? Welche hat sich vielleicht ganz leise in Ihren Alltag eingeschlichen, als Kleinigkeit, Bequemlichkeit oder einfach „so ist das halt"? Unterdrückte Gefühle, Einsamkeit, später Schlaf, übersprungene Vorsorge, zu viel Sitzen, gedankenloses Essen, Dauerlärm, Licht in der Nacht. Keine dieser Gewohnheiten ist ein Drama, aber jede ist ein Tropfen. Und Tropfen für Tropfen entsteht eine Strömung. Wenn wir die Richtung nicht ändern, trägt sie uns langsam weg. Von Kraft, Klarheit, Freude und Lebendigkeit. Aber da ist auch eine andere Wahrheit. Keine dieser Gewohnheiten ist unveränderbar. Jede lässt sich hinterfragen und jede lässt sich wandeln. Nicht auf einmal, aber Schritt für Schritt. Der Bildschirm etwas früher ausschalten.
nach dem Essen ein paar Schritte gehen. Endlich das aussprechen, was schon lange in einem gärt. Einen alten Kontakt wieder aufleben lassen. Sich beim Essen wirklich hinsetzen und da sein. Diese Schritte sind klein, aber sie holen ihnen zurück, was so viele verlieren. Bewusstsein, Lebensfreude, Selbstachtung. Vielleicht denken Sie, für mich ist es zu spät. Oder ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder was bringt schon so eine Kleinigkeit? Aber genau darin liegt der Anfang. Denn mit jeder Entscheidung sagen Sie, ich bin nicht egal. Mein Leben ist wertvoll. Meine Zeit zählt. Sie verdienen nicht nur ein langes Leben. Sie verdienen ein gutes, ein klares, ein starkes, ein erfülltes. Und wenn Sie dieses Video bis hierher gesehen haben, dann haben Sie bereits begonnen. Danke, dass Sie da waren. Wenn Sie gespürt haben, dass dieses Video Ihnen gut getan hat, dann hinterlassen Sie gerne ein Gefällt mir und abonnieren Sie den Kanal. So verpassen Sie keine neuen Inhalte und helfen uns, weiterhin gute, ehrliche und stärkende Videos für Sie zu machen. Bis bald!